Ja, hallo zusammen, ich bin der Tobias. Und ich bin die Anna. Ja, und wir zwei sind immer noch zusammen auf dem Rheinburgenweg unterwegs. Mittlerweile auf Etappe 5 und 6 und die führen uns von St. Goar nach Bad Salzig und von Bad Salzig nach Rhens. Ja, zusammen sind das ungefähr 36 Kilometer. Die beiden Etappen haben ja rund 1000 Höhenmeter, wobei wir die Höhenmeter nicht alle zu Fuß überwinden werden. Das seht ihr aber dann gleich im Video. Und was ihr auch noch zu sehen bekommt, wird die Burg Rheinfels sein und wie ihr hier schon auch im Hintergrund wieder sehen könnt, tolle Blicke auf den Rhein und wieder schöne, viele schmale Pfade. Ja, und wenn ihr wissen wollt, wie das alles so ist mit Etappe 5 und 6, ja, dann bleibt dran. Kommt mit und wir schauen es uns gemeinsam an. Los ging es bei eher bescheidenem Wetter am Stadtrand von St. Goar. Unser erstes Ziel, die oberhalb der Stadt gelegene Burg Rheinfels. An der Burg angekommen, mussten wir feststellen, dass diese wegen Vermessungs- und Restaurationsarbeiten an diesem Morgen leider nicht zugänglich war. Sehr schade. Aber auch von außen betrachtet wirkt das aus dem 13. Jahrhundert stammende Gemäuer, allein schon ob seiner Größe, sehr beeindruckend. Was hat Anne denn da entdeckt? Ein Loch, das unter die Burg führt? Nicht abgesperrt? Eigentlich perfekt für Annes Erkundungsdrang. Dieses Mal musste aber ich hineinkriechen. Sehr spannend und mit einem zweiten Ausgang. Und wer nun glaubt, das wäre der abenteuerliche Teil der Tour gewesen, der schaue sich den nachfolgenden, recht morschen Steg an. Und wie es nach einem Abstieg ebenso ist, ging es auch sogleich wieder bergauf. Der sehr steile Weinberg musste auf engen Serpentinen erklommen werden. Sehr zu Tobis Freude. Erinnert stark an meinen Erzfeind, die grüne Wand. Eieiei. Ein Gutes hatte der recht geradlinige Anstieg am Weinberg dann aber doch. Wir erreichten zügig wieder ebeneres Gelände mit schöner Aussicht. Was nun folgte, war einer der schönsten Abschnitte des Rheinburgenwegs. Wir folgten eine ganze Zeit lang einem schmalen, an den steilen, teils felsigen Hang geschmiegten Pfad. Dieser bot immer wieder schöne Aussichten auf den Rhein und wartete an einer Stelle sogar mit einer Seilversicherung auf. So macht das Wandern richtig Spaß.
Nachdem wir von diesem schönen Abschnitt geradezu verwöhnt worden waren, ging es im Anschluss erst einmal wieder recht unspektakulär auf breitem Weg und ohne Sicht auf den Fluss weiter. Anne wollte diesen Wegabschnitt wohl möglichst schnell hinter sich bringen. Sie schnappte sich einen meiner Wanderstöcke und drückte ordentlich auf die Tube. Den kurzen Zwischensprint unterbrachen wir dann aber doch sehr gerne an einer am Weg gelegenen Hütte und nutzten diese für eine Stärkung und kurze Erholung. Wie ihr seht, konnte ich meinen Stock zurückgewinnen, sodass es nun wieder deutlich gemächlicher voranging. Wobei das vielleicht auch an Annes vollem Bauch lag. Nachdem wir das Örtchen Holzfeld hinter uns gelassen hatten, wurde der Weg dann auch wieder deutlich besser. Es ging wieder über vornehmlich schmalen Pfad hoch über dem Flussufer entlang. So, jetzt sind wir schon ein ganzes Stück von der 5. Etappe gelaufen und die war bis hierhin größtenteils wirklich richtig toll. Und wir hatten auch wieder so viele tolle Reinblicke und ich musste jetzt einfach hier, ich habe zum Tobi gemeint, wir müssen jetzt hier mal kurz was sagen. Der Kerl hier, dem gefällt das so gut, der kann gar nirgends anders mehr hingucken. Der muss den Rhein anschauen, nonstop. Ja, und da vorne haben wir ein Schild gesehen. Also wir befinden uns im Moment gerade auf ein Stück von der Traumschleife Rheingold, die wir ja auch schon mal gelaufen sind in der Vergangenheit. Vor einiger Zeit, allerdings ohne Kamera, also nicht wundern. Genau, und ich habe mich gerade so dolle gefreut, als wir den Abzweig wiedererkannt haben, wo es jetzt gleich hingeht, weil der nächste Abschnitt, der wird auch wieder richtig, richtig gut. Den sind wir nämlich schon mal gelaufen. Dann würde ich sagen, wird gar nicht mehr weitergeschwätzt. Ab zum schönen Abschnitt. Da freut sich aber wer. Und wie ihr sehen werdet, zu Recht. Bauch einziehen. Da ist der Tobi vom bisherigen Anstieg so platt, dass er keine Energie für irgendwelche Gegenwehr mehr übrig hat. Da macht das Necken nur halb so viel Spaß. Kurzer Abschnitt, aber sehr schön. Steil, Stufen und zwischendrin immer diese Abschnitte über den Schiefer und dazu dann der Blick auf den Rhein. Das ist echt ein schicker kleiner Abschnitt, ja. Also wenn es Tobi trotz der Anstrengung so gut gefallen hat, ist das wohl die Bestätigung, dass sich der Wegabschnitt wirklich lohnt. Als Belohnung geht es auch im Anschluss noch viel über schmalen Pfad weiter und auch die ein oder andere Aussicht war dabei. Wie ein Bild. Ich nehme das jetzt auf und dann mache ich ein Bild. Tobi, was legst du hier auf dem Weg rum? Erschöpft. Kommt mal ganz schlecht an dir vorbei. Ja, aber es sah so bequem aus hier auf dem Moosbett und so. Ach ja. Da hat der anstrengende Anstieg nun doch seinen Tribut gefordert. Schade, dass ich die Kamera nicht früher anhatte. Sein Abgang war Oscar-verdächtig. Allerdings muss ich zu seiner Verteidigung anmerken, dass die vielen Eicheln auf dem abschüssigen Pfad ein nicht zu unterschätzendes Rollschuhpotenzial entwickeln, wenn man auf sie tritt.
Zum Glück war es für heute fast geschafft und wir näherten uns zunehmend unserem Etappenziel. Hier ist es, das Etappenziel Bad Salzig. Ein letzter Abstieg noch und es war geschafft. So, die ersten Höhenmeter des Tages sind geschafft. Ja, habt gesehen, da unten ist eine Baustelle mitten auf dem Rheinburgenweg. Die mussten wir gestern noch aufwendig umgehen, hatten dann aber das Glück, dass das Hostel auf der für heute richtigen Seite war, nämlich direkt neben der Baustelle. Konnten wir jetzt direkt aus dem Hostel auf den Weg starten. So, dann schauen wir mal, wie die 6. Etappe wird. Der Weg führte uns sehr schnell aus Bad Salzig heraus und auf den ersten ernsthaften Anstieg des Tages zu. Zu den Höhenmetern kam erschwerend der aufgewühlte und schlammige Untergrund am Hang. Also es ist ja nichts Neues für uns, dass es hier in unseren Wäldern ordentlich Wildschweine gibt. Aber jetzt hier im Herbst, ich meine, ihr habt es jetzt gesehen, wir sind ja gerade durchgelaufen, das ist ja unglaublich gnadenlos. Da werden sogar die Steine, wird alles durchwühlt. Ja, da scheint es Eicheln, keine Ahnung, Bucheckern zu geben. Vielleicht auch Nüsse, die sie gerne fressen, weiß ich nicht. Aber die sind richtig aktiv hier. Richtig aktiv waren auch wir, immer schön den Hang weiter erklimmend. Tobi natürlich in seinem Berggang. Sobald es wieder ebener wurde, legte Tobi aber gleich wieder einen Zahn zu. An dieser Stelle wurden wir leider um ein schönes, schmales Wegstück herumgeleitet. Über eine breite Wanderautobahn. Sehr ärgerlich. Zum Glück war die Umleitung nicht allzu lange, allerdings ging es auch danach erstmal auf breitem Weg weiter in Richtung des ersten Zwischenziels der Stadt Boppard. In Boppard angekommen, ging es für uns auf kürzestem Weg in Richtung Rhein. Die Aussicht auf ein Stück Kuchen führte dazu, dass uns Tobis Kuchenhunger direkt zu einem gut bewerteten Café an der Rheinpromenade lotste. Bei dem Regen folgte ich ihm sehr gerne ins trockene und warme Café. Ich mache ja selten Werbung, aber geiler Kuchenstopp. Frisch gestärkt nahmen wir uns nun noch ein wenig Zeit, um Boppard zu erkunden. Erst ein Stück entlang des Rheins und dann in einem Bogen zurück Richtung Innenstadt.
Besonders sehenswert die 2 Kirchen im Zentrum der Bobharder Altstadt. Nach der kleinen Stadtbesichtigung ging es nun weiter in Richtung des nächsten Anstiegs. Aber was ist das da hinten am Hang? Doch nicht etwa ein Lift? In der Tat. Nun ja, was soll ich sagen? Nach der heimlichen Kuchenpause waren wir noch so verwöhnt, dass wir diesmal die bequeme Variante, dem schweißtreibenden Aufstieg, vorzogen. Ja, heute mal ganz anders. Wir haben uns doch mal dazu durchgerungen, den Sessellift zu nehmen, anstatt die tollen Höhenmeter hier hochzulaufen, wobei der Weg toll aussieht. Ja, also sieht gut aus da drüben, aber wir haben gesagt, wenn man schon mal hier am Rhein einen Lift hat, dann nutzen wir den doch mal für den Spaß. Ja. Vor allem kann man hier richtig toll genießen und rumgucken, also Ja. ist auch schön. Ja, dann kriegt ihr jetzt mal noch ein paar kleine Eindrücke von unserer Liftfahrt. Zudem ist es die einzige Möglichkeit, den Rhein und die Umgebung aus der Vogelperspektive, ohne unterbrechendes Blattwerk, zu betrachten. Aber auch wer nicht mit dem Lift fährt, hat oben noch 2 Gelegenheiten, eine schöne Sicht auf die Rheinschleife bei Boppard bzw. einen Teil davon zu erhaschen. Von nun an verließen wir den Rhein leider für eine ganze Weile, führte uns der Rheinburgenweg doch auf recht geradem Weg durch das Hinterland in Richtung des Etappenziels Rhens. Hätten wir ab der Talstation die 3. Aufstiegsvariante neben Lift und darunter befindlichem Weg über den Mittelrhein-Klettersteig gewählt, wären wir hier wieder auf den Weg gekommen. So spannend der Rheinburgenweg bisher auch war, von nun ab sollte er uns einiges abverlangen. Leider nicht im positiven Sinne. Der Weg bis nach Rhens war eintönig. Unglaublich eintönig. Ja, wenn man so ein langes, gerades Wegstück hat, haben wir uns jetzt überlegt, wie überbrücken wir das am besten. Genau, wir zeigen euch was Schönes. Also mich. Ja, und die Anne darf auch die mit ins Bild. Landschaft da hinten, die immer schön ähnlich gleichbleibend ist im Moment. Immerhin kamen wir kurze Zeit später an einer schönen Schaukel vorbei, die Tobi gleich mal ausgiebig nutzte. Na, das mit dem Aufstehen üben wir aber noch mal ein wenig. Auch wenn der Abstecher zu einer römischen Wasserleitung sicher reizvoll gewesen wäre, entschieden wir uns doch gegen die zusätzlichen 1,4 Kilometer und wanderten direkt in Richtung Rhens weiter.
5. Etappe führt von St. Goar aus oberhalb des Rheins entlang, vorbei an mehreren schönen Aussichtspunkten bis nach Bad Salzig. Auf der 6. Etappe wandert man zunächst weiter nach Boppard. Von dort geht es dann auf den Hirschkopf und weiter durchs Hinterland nach Rhens. Ja, da haben wir es geschafft. Die Etappen 5 und 6 sind gewandert. Wir sind hier in Rhens angekommen. Johanna, was würdest du meinen? Wie waren sie denn, die Etappen? Jo, an sich waren sie wieder gut im Großen und Ganzen. Allerdings haben sie im Vergleich zu den Etappen davor ein bisschen nachgelassen. Also der Einstieg war wieder schön von St. Goar aus, wo wir dann erstmal wieder schöne Pfade hatten am Anfang, einen schönen Anstieg und die Burg Rheinfels. Ja, die wir halt leider nicht von innen ansehen konnten, aber sah von außen auch schon sehr mächtig aus. Und gerade auch die Befestigungen rundherum, die Befestigungsmauer oder was das war, ja, mit kleinem abenteuerlichem Loch. Genau, wo ich schon reingekrochen bin. Ja, das war schön. War halt schade, dass dann zu der Zeit gerade Vermessungsarbeiten in der Burg waren, aber gut. Ja, von da aus ging es dann auch ordentlich weiter, steil durch den Weinberg hoch, schöne schmale Pfade. Der Mittelteil der 5. Etappe war dann irgendwie so 5 Kilometer breiter Weg, einfach zum Überbrücken zum nächsten schönen Teil. Da ging es dann aber auch wieder ordentlich weiter und dann am Ende runter nach Bad Salzig. Ja, von Bad Salzig aus ging es dann wieder durch den Wald erstmal bergauf. Und zwar über schön von Wildschwein durchwühlten Pfaden. Das hat dem Ganzen so einen wilden Charakter gegeben. Ich fand es eigentlich ganz nett. Ich fand es anstrengend mit diesem durchwühlten Boden. Ja, oben ging es dann hinter Bad Salzig erstmal auf breitem Weg. Die einzig schmale Passage, die war umgeleitet. Da hat auch ausnahmsweise mal die Markierung nicht ganz so gut gepasst auf dem Rheinburgenweg dann mit der Umleitung. Auf dem Rest von den 2 Etappen war es aber eigentlich soweit okay. Ja, und der Abstieg nach Boppard, der war dann auch wieder auf schmalen Pfaden, ging es wieder runter. Und Boppard an sich ist sehenswert, haben wir festgestellt. Also Ja, da gibt es viele Gässchen und Häuschen und Kirchen, die man sich anschauen kann. Und eine Rheinpromenade. Und ein Café, was der Tobi sehr genossen hat natürlich. Und einen leckeren Kuchen. So schaut's aus. Genau. Und aus Boppard raus habt ihr im Prinzip verschiedene Varianten. Entweder über den Normalweg dann hoch. Der sehr schön ausgesehen hat. Von oben, weil wir sind, wie ihr gesehen habt, mit dem Sessellift gefahren. War auch mal eine schöne Variante. Und anscheinend, wir haben dann oben noch ein Schild gesehen, hätte man auch über den Mittelrhein-Klettersteig hochgekonnt. Da haben wir die Abzweigung runter gesehen. Wäre vielleicht auch eine ganz interessante Variante. Ja, und nach Boppard hatten wir dann im Prinzip nach Rhens. Da ist man dann weg vom Rhein und dann macht man im Prinzip einfach nur geradeaus auf breitem Weg. Kilometer über Kilometer. Das ist reines Über Kilometer. Strecke machen, ja. Genau. Nicht immer ganz schön, aber hier und da gab es auch mal wieder einen Ausblick, der ganz nett war. Ja. Ja, Rheinblicke allgemein, gerade auf der 5. Etappe auch wieder sehr schön. Ich hätte nie gedacht, dass man so viele Aussichtspunkte auf den Weg bringen kann und Bänke dazu. Ja, und noch dazu Ja. muss man sagen, trotzdem, naja, etwas sehr bescheidenen Wetter, was wir jetzt erwischt haben hier die ganze Zeit. Und Hammer. trotzdem sind die Blicke schön. Genau. Ja, und dann der Abstieg nach Bray bzw. Rhens dann. Ja, war auch wieder ganz nett. Und dann noch ein bisschen durch den Ort durch. Konnte man auch mal machen. Und So. Rhens scheint auch sehr, sehr hübsch zu sein. Das seht ihr hinter uns schon. Gibt es dann im nächsten Video auch noch einen kleinen Stadtrundgang, den wir mit einbauen. Gut, aber genau zum Thema nächstes Video. Dann haben wir es für dieses Mal wieder. Wir hoffen, euch hat es gefallen, uns auf Etappe 5 und 6 zu begleiten. Ja, euch wie immer viel Spaß beim Wandern. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder.